Hallo alle! Wie ihr wahrscheinlich schon auf meinem Kanal seht, habe ich manchmal ein paar Probleme mit der Aussprache und deshalb habe ich eine Lehrerin gefunden, die mir etwas erzählen kann. So darf ich vorstellen Trixie. Hallo! Sie wird mir ein bisschen helfen bei der Aussprache, denn ich habe ein paar Wörter ausgewählt, die ich in jedem Video nicht so gut ausgesprochen habe. So, das erste Wort auf unserer Liste ist Affe. Ich habe gehört, dass ich irgendwie etwas falsch dort sage und ich habe geglaubt, dass es ist entweder mit dem A, es soll entweder lang oder kurz gesagt und ich sage nichts. Also es soll Affe oder Affe. Die richtige Aussprache des Wortes ist Affe, also mit einem kurzen Vokal. Immer wenn im Deutschen ein doppelter Konsonant kommt, dann ist der Vokal davor meistens kurz. Das funktioniert zum Beispiel auch bei dem Wort Tasse oder Kanne. Das nächste Wort auf meiner Liste ist spezifisch. Ich habe immer Probleme mit dem Wort spezifisch, da es hat ein SP, aber es ist nicht spezifisch und dann hat es ein Z und dann ein SCH und es ist einfach nur zu viele Konsonanten zusammen und ich kann das einfach nicht. Ich muss zugeben, da hast du wirklich ein sehr schwieriges Wort ausgesucht. Die richtige Aussprache ist spezifisch. Noch lustiger wird es, wenn du sowas wie spezifisches daraus machst. Ein spezifisches Buch zum Beispiel. Ja, es gibt auch ein Problem mit meiner Aussprache von diesem Wort, da ich spezifisch sage und du hast spezifisch gesagt. Also gibt es noch einen Unterschied zwischen Langvokal und Kurzvokal? Genau, an dieser Stelle würdest du auch einen langen Vokal benutzen. Es ist spezifisch. Das nächste Wort auf meiner Liste ist Eichhörnchen. Ehrlich gesagt ist es witzig, dass du gerade dieses Wort erwähnst, denn so wie das für mich geklungen hat, war die Aussprache gerade perfekt. Es wird Eichhörnchen ausgesprochen und du hast das sehr, sehr gut gemacht. So, ich habe hier kein Problem mit diesem Wort. Vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen denken, dass nicht alles so schlecht in meinem Kopf klingt. Ja, ich denke auch. Manchmal unterschätzt man sich selber. Dasselbe passiert mir im Englischen. Das nächste Wort auf meiner Liste ist froh. Ich habe immer Probleme, wenn es er in einem Wort gibt. Ich kann gut verstehen, was dein Problem mit diesem Wort ist. Es ist wirklich schwierig. Das erste R hast du ganz gut ausgesprochen. Das Wort heißt froh. Und am Ende wird eigentlich kein R gesagt, sondern eher ein A. Das ist so ein bisschen German Slang, würde ich sagen. Wenn am Ende eines Wortes ein R ist, dann sagen Deutsche oft nur A. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp für den einen oder anderen. Okay, das war's für meine Liste für heute. Danke Trixie für das Helfen, da ich habe immer noch Probleme mit der deutschen Sprache, obwohl ich das seit 2009 unterrichte. Was wichtig ist, ist, dass man die Aussprache von den deutschen Wörtern immer noch ein bisschen übt. Wenn man übt, wird man besser. Wenn ihr gerade mit Herrn Antrim Deutsch lernt, dann bleibt am Ball. Deutsch ist eine sehr schwere Sprache, das weiß ich, aber ihr schafft das. Viel Spaß und viel Glück. Vielen Dank, dass du mich heute in deinem Video hattest. Es freut mich sehr, wenn ich dich ein bisschen unterstützen konnte und ein paar wertvolle Tipps teilen.